In jedem dritten Haushalt wird geschnarcht. Woran erkennt man, dass das Schnarchen die Gesundheit gefährdet, sprich, dass man unter Atemaussetzern leidet? Zumeist merkt das der Betroffene selber gar nicht als erster, sondern es sind dann die Ehepartner oder die Lebenspartner, die sich durch das sozial krankmachende Schnarchen selber gestört fühlen und bringen dann denjenigen natürlich dazu, dass er aufhört zu schnarchen, indem dann nachts geschubst wird oder am nächsten Tag darüber gesprochen wird. Meistens sind die Betroffenen schon begleitet mit Bluthochdruck oder sie leiden unter Tagesmüdigkeit. Das heißt, man neigt dazu, bei eher monotonen Tätigkeiten, Zeitung lesen, Konzertbesuche oder man geht ins Kino, dann schneller einzuschlafen. Vielfach wird in den Zeitschriften ja auch über den sogenannten Sekundenschlaf bei den Autofahrern berichtet. Und bei denen ist es so, dass genau dieses Krankheitsbild der schlafbezogenen Atmungsstörungen ganz häufig dahinter liegt. Neben der Schlafmedizin bietet die moderne Kieferorthopädie für obstruktive Schlafapnoe Therapiemöglichkeiten an. Was kann man sich darunter vorstellen? Da es insgesamt über 60 verschiedene Arten der schlafbezogenen Atmungsstörungen gibt, ist alleinig die, wo es zu einer Verlegung der Atemwege kommt, was das Wort Obstruktion ausdrückt, diejenige, wo wir auch tatsächlich helfen können. Im Umkehrschluss, um nur eine zu nennen, gibt es zum Beispiel zentral gesteuerte Aussetzer der Atmung vom Hirn aus. Da hilft natürlich nicht das Einsetzen einer apparativen Unterstützung. Das heißt, all diejenigen, die einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben, so sollte man sich das vorstellen, wissen noch, dass derjenige, der bewusstlos ist, sich an seiner Zunge verschlucken kann, weil die Muskulatur total erschlafft ist. Das heißt, eine erste Maßnahme ist es, den Unterkiefer nach vorne zu führen und damit die Atemwege wieder frei zu bekommen. Ein ähnliches Wirkprinzip unterliegen unsere Protrusionsschienen. Das heißt, wir setzen im Ober- und im Unterkiefer zweiteilige Schienensysteme ein, die den Unterkiefer nach vorne führen, ihn nach vorne auch in der Nacht gehalten positioniert lassen, sodass dann keine weitere Verlegung der Atemwege mehr eintreten kann. Hier liegt also eine mechanische Führung vor. Sind diese Protrusionsschienen für alle Fälle von obstruktiver Schlafapnoe geeignet und können sie eine Besserung garantieren? In welchen Fällen kann die Kieferorthopädie helfen? Sie sind nicht unbedingt für alle Fälle geeignet. Es gibt ganz klare Ausschlusskriterien, nach denen man sagen kann, bei dem einen Patienten hilft es hervorragend, bei dem anderen sollte man doch besser den Goldenstandard der CPAP-Therapie, nämlich der Überdruckbeatmung seitens des Schlafmediziners wählen. Und diese Ausschlusskriterien sind festgelegt, einmal im Positionspapier der Deutschen Gesellschaft Zahnärztliche Schlafmedizin, aber auch in den sogenannten S3-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung. Bedeutet, dass derjenige, der mehr als 25 Aussetzer pro Stunde beispielsweise hat, nicht mehr unter einem leicht bis mittelgradigen, sondern schon in den schwergradigen Bereich einer Schlafapnoe hineinfällt, eher nicht zu den Kandidaten für diese Protrusionsschienen gehört. Ebenso jemand, der beispielsweise an Fettleibigkeit leidet und damit einen Body Mass Index hat, der größer als 30 ist. Wer legt die Kriterien für eine solche Behandlung fest? Ist es ein Zusammenspiel zwischen Allgemeinarzt, Schlafmediziner, Zahnarzt und Kieferorthopäde? Es gibt im Grunde zwei Wege, wie ein Patient zu uns kommt, als Zahnarzt oder als Kieferorthopäde. Zunächst einmal, dass er sich beispielsweise selbst auf den Weg gemacht hat und gerade diese Fragestellung, meine Frau sagt, ich schnarche, an uns richtet. Dann gehen wir so vor, dass wir nach einer allgemeinen Anamnese und Diagnostik denjenigen zu einem Schlafmediziner überweisen. Denn wir brauchen auch von seiner Seite eben eine sehr fundierte Diagnostik, ob es sich um eine obstruktive Schlafapnoe handelt. Der andere Fall wäre derjenige Patient, der schon auf Überweisung des Schlafmediziners kommt, dann ist diese Vordiagnose natürlich schon gestellt worden. Wie kann man sich eine Protrusionsschiene vorstellen? Je graziler es ist, desto eher wird es natürlich getragen. Das heißt also, das muss die Devise sein bei der Anfertigung von den verschiedenen Geräten, die auf dem Markt sind. Bedeutet, auch da hat sich die Fachgesellschaft Gedanken darüber gemacht, dass wir zweiteilige Schienensysteme empfehlen, die individuell angefertigt von einem Fachkollegen eingesetzt werden und dass sie stufenlos adjustierbar sind.